Aus solchen Bäumen bauen Schwarzwälder Handwerker seit Jahrhunderten Flöße. Ganz ohne Schrauben oder Nägel, mit Verbindungen, die tausende Flusskilometer überstehen. Das Interessante ist ja am Floß, das Floß besteht ja aus dem zu transportierenden Material. Ein Schiff nimmt Ladung mit und fährt wieder zurück. Ein Floß ist die Ladung. Ja? Kommt ans Endziel, wird auseinandergebaut. Die Stämme wäre dann Bretter, Bälge, was auch immer. So, dann ist es weg. Ja. Alles andere muss ja irgendwie transportiert werden, aber das Holz transportiert sich eigentlich selber. Ja. Das obere Kinzigtal gehört zu den waldreichsten Gebieten des Schwarzwalds. Jahrhundertelang war der Wald die Existenzgrundlage für die Bevölkerung. Holz war und ist Roh-, Bau-, Werkstoff und Energielieferant. Die Ernte der Flößer. So, ich glaube, wir sind gleich da. Ich denke, der geradeaus, der müsste eigentlich sein. Da stehen ein paar kleine drumherum. Und wäre auf jeden Fall gut, wenn der weg wäre, dann können die wieder besser wachsen. Und ich glaube, vom Felle her ist es auch nicht schlecht. Wenn wir die eine kleine wenig rumziehen, dann müsste man eigentlich gerade oben aus, dann bringt man auch guten Ausbringen. Die Flößer fällen die Bäume immer noch nach traditioneller Art. Das garantiert Nachhaltigkeit. Bevor ein großer Baum gefällt wird, ziehen die Männer kleinere Bäume wie diesen zur Seite. So kann der zu fällende Baum die nachwachsenden Bäume nicht mitreißen. Es entsteht eine Fällgasse und der jüngere Baum hat in der Lücke danach genug Raum und Licht, um zu wachsen. Bis ins 20. Jahrhundert wurden solche Baumriesen auf Flüssen in waldarme Gegenden bis nach Holland geflößt. Mit dieser Linie legen wir die untere Ebene fest. Denn wenn wir nachher schlagen, dass man auf beide Seiten gleich sieht, was die untere Kante ist. Wenn der Baum nachher fällt, soll das praktisch eine Ebene sein. Schon zur Orientierung. Fällen mit der Axt. Eine Wissenschaft für sich, besonders bei einem Baum von 45 Metern Länge. Selbst erfahrene Flößer wie Hartmut Brückner müssen in Übung bleiben. Mit der Motorsäge 5 Minuten, 10 Minuten ist er weg. Brauchst nicht einmal, ja. Die letzten aktiven Waldhauer, wo das noch gemacht haben, die sind jetzt so Richtung 90 oder auch drüber. Und irgendwann weiß es niemand mehr. Und jetzt finde ich, ist es wichtig, dass man das einfach der Nachwelt erhält. Es macht besonders Spaß, wenn man es einfach mal ein wenig nachfühlen kann, wie das eigentlich war, ja, wie anstrengend das eigentlich ist. Ja. Also es ist nicht tatsächlich so, dass man jetzt an einem Stück dranbleiben kann, dass er fällt. Das schaffst du konditionell nicht. Deswegen sind wir auch mehrere Personen, wir werden uns abwechseln. Also wir passen jetzt die Kerbe am Baum, passen mit dem Winkel von dem Holzkeil hier an, dass wir nachher mit unserer Eisenkeile, das sind die hier, dass wir hier so gut wie keine Lücke zwischen Keil und Baum haben. Dann können wir die hier eintreiben und dann haben wir die beste Kraftübertragung, um den Baum nachher in seine Richtung zu drängen.
Nach gut einer Stunde ist es soweit. Baum, komm! Weiter. Die Nachbartannen bleiben unversehrt. Und gleich geht's weiter mit der Bearbeitung. Ich tue Schnäze. Ja, das ist ein Begriff, den kann man schlechter eigentlich übersetzen. Ja. Und zwar, man hat ja das Holz dann immer mit dem Digital nach unten transportiert. Ja. Und damit es nirgends einhängt oder stecken bleibt, hat man eine, so wie eine zigarrenförmige runde Spitze mit dem Beil hingehauen. Die Stämme wurden früher mit Seilen aus dem Wald transportiert. Geschält rutschten die Stämme leichter durch den Wald. Wegen der steilen Hänge im Schwarzwald setzten die Flößer zusätzlich auch riesige Rutschen ein. Die Bäume rasten dort mit bis zu 100 Stundenkilometern Richtung Fluss. Dann müssen noch die Äste weg, damit die Tanne beim Transport nicht an anderen Bäumen hängen bleibt. Heute übernehmen das Maschinen. Bewahrung ist ein Teil, aber auch der Spaß, einmal in der Truppe unterwegs zu sein, aber auch wirklich zu sehen, was man doch mit seinen Händen und mit ein bisschen Werkzeug alles schaffen kann. Einzelne Tannen verbinden die Flößer später mit gedrehten Holzseilen aus Haselruten, Wieden genannt. Zur Vorbereitung befeuert der Ofenmeister einen speziellen 5 Meter langen Ofen, den Bähofen. Wenn der Ofen dann die richtige Temperatur erreicht hat, erhitzt der Ofenmeister gewässerte Haselruten im Ofen, bis sich die Fasern im Holz lösen. Die Fasern werden elastisch und die werden dann von meinen Kollegen dann praktisch zum Kranz gebunden. Dann entsteht ein Holzseil, das früher verwendet war, um die Flöße zu verbinden. Und vor allem die Haselnuss, wenn die im Verbund ist, die wächst relativ schnell nach oben und bildet keine Seitenäste. Weil so ein Seitenast ist immer eine Sollbruchstelle, wenn man es drehen tut, dann, wenn man die Wiede verdreht da. Und die Haselnuss ist im Prinzip, kann man fast sagen, wie Unkraut. Das ist hat ja sonst keinen großen Nutzen gehabt im Wald. Auch aus jungen Fichten oder Tannen könnte man die Wieden herstellen, die sollen aber noch weiter wachsen und zu großen Bäumen werden. Man hört jetzt ganz leicht das Pfeifen, dass der Kochprozess anfängt. Und es kommt durch das Verdampfen vom Wasser. Seid ihr bereit zum Drehen? Früher haben auch die Schwarzwälder Bauern diese Arbeit übernommen. In ihren extra langen Backöfen haben sie nicht nur ihr Brot gebacken, sondern auch die Wieden vorbereitet. So konnten sie etwas Geld dazu verdienen. Braucht noch jemand eine? Die biegsam gemachten Wieden entrinden die Flößer beim Drehen. Ganz wichtig dabei ist das Verdrallen der Holzseile, die an Taue erinnern. Das geht nur in Teamarbeit. 80 bis 100 Wieden sollen heute entstehen, zum Teil auf Vorrat. Solche Holzseile wurden auf dem ganzen Kontinent zum Bau der Flöße verwendet, um die einzelnen Stämme zusammenzuhalten. Die ideale Verbindung aus nachwachsendem Rohstoff, widerstandsfähig und belastbar. Und obendrein ganz ohne Nageln oder Schrauben, schonend für das wertvolle Holz, bei dem es auf jeden Zentimeter ankam.
Wir tun jetzt diese gedrehte Wiede zu einem Kranz zusammenbinden. Ja. Und so wird die dann aufbewahrt in dem Kranz. Ja. Der Drall bleibt dann bestehen. Wenn wir die jetzt das nicht machen würden, wird sich der Drall, siehst, das wird dann gerade wieder so aufgehen. Und dann drehen wir dahin. So, dieser Ring. Die werden dann getrocknet, die sind dann richtig hart. Ja. Und wenn wir sie dann brauchen zum Einbinden, dann legen wir die 2-3 Tage ins Wasser, dann sind sie butterweich und dann können wir unser Floß einbinden. Das heißt, so in dieser Form sind die unbegrenzt haltbar. Ja. Nachschub für die Wiedenmacher gibt es in der nahegelegenen Kinzig. Im Fluss bleiben die geschlagenen Haselruten feucht, unerlässlich für die Weiterverarbeitung. Hartmut Brückner und sein Sohn Michael haben die Haselruten vor Stunden in die Kinzig gelegt. Die Wiede werden nach dem Schlager ins Wasser eingelegt, dass sie die Feuchtigkeit, wo sie haben vom Wald, dass sie behalten. Das Wasser, was in der Wiede ist, das ist wichtig für den Prozess im Ofen zum Backen, dass da genug Wasserdampf entsteht, dass die Wiede geschmeidig werden, dass man sie drehen kann. Der Ofenmeister unterhält das Feuer den ganzen Tag, sieht nach der richtigen Hitze. Und diese Flamme ist entscheidend für den Prozess, dass die Wiede optimal gebäht wird, gekocht praktisch. Die Geräusche, das Knacken und Pfeifen sagen dem Ofenmeister, wann die Wiede reif für den Drehvorgang ist. Eine Wiede zum Drehen. Die Drehmannschaft besteht dann aus 2 Personen, die nimmt die Wiede. Da haben wir solche kleine Baumstämme mit einem großen Loch. Das wird mit einem dicken Ende kommt dann diese Wiede in das Loch, wird verkeilt. Und mit Hilfenahme einer kleinen Stange wird die dann gedreht. Trotzdem Ellenbogen, da ist nicht einmal schlecht. Ne? Das sieht dann nachher aus wie ein gedrehtes Seil und das funktioniert gut. Und nach dem Drehvorgang wird es zu einer Schlinge zusammengebunden. Ich hab's. Gut, das muss also zeigen, dass trotzdem so rasch das gut funktioniert. Das ist schon was Besonderes, wenn man überlegt, dass man hier aus dem Haselnussstrauch mit einfachen Mitteln ein Seil machen kann. Ja? Für mich ist das einfach ganz toll, dass man mit diesem mit diesen einfachen Haselsträuchern die allergrößten Flöße verbunden hat. So eine Wiede hier in der Stärke hat eine Zugkraft von annähernd 3 Tonnen, ja, eine Bruchkraft. Ja. Also das ist unwahrscheinlich zäh, das Material. Ja. Der Standort der Schiltacher Flößer liegt in unmittelbarer Nähe des Zusammenflusses von Kinzig und Schiltach. Einer der Orte im Schwarzwald, die besonders von der Arbeit der Flößer geprägt wurden. Fast jeder hier hatte einmal mit der Holzernte zu tun.
Heute führt die Kinzig kaum ausreichend Wasser, um besonders große Tannen zu flößen. 5 Stämme, je 9 Meter lang, liegen auf einer Rampe bereit. Mit Hilfe der gedrehten Seile werden sie zum Floß verbunden. Das Floß, wenn Sie das Tal runterfahrt, sämtliches Holz ist immer mit einem kleinen Ende in Fahrtrichtung. Stell dir vor, man würde hier nichts machen und jetzt käme ein Stein, dann würde das hängen bleiben. Ja? Und diese Abrundung ist da dafür, dass es drüber geht. Ja? Nur deswegen eigentlich. Ja? Weil es ist ja auch Holzverlust. Das heißt, wenn das Holz am Ziel angekommen ist, muss es hier noch abgesägt werden, weil dieses Teil hier kann man nicht verwenden. Ja. Gut, passt. Fertig. Also natürlich den ganzen dort vor, dann machen wir vorne einen Keil drunter. So, dass er halt nicht. Ich mache jetzt die Dreieckslöcher zum Bohren. Das erste von insgesamt 16 Löchern zur Verbindung der Stämme. Theo, wenn zu dir, darf er nicht, aber mit Seiten abkommen, genau, Richtung Bahn. Jawohl. Ah ja. In welche Richtung? Es ist sehr anstrengend, mit diesen etwas einfachen Bohrern das zu machen. Der hat eine Schneide im Gegensatz zum den anderen Bohrern, die vorne nur eine Spitze haben mit Führung. Und mit dieser Schneide hobelt man eigentlich die Späne aus dem Loch heraus. Aus diesem Grunde wurden ja auch diese Einschläge gemacht mit der Axt, damit man die Löcher nicht zu weit bohren muss. Das war's schon. Hat nämlich nicht gefehlt. 5 mal 500 Kilo. Auf dem Weg ins Wasser. Die 2,5 Tonnen Holz müssen jetzt wieder ans Ufer, um mit dem Einbinden zu beginnen. Von nun an geht die Arbeit im Wasser weiter. Die Flößer fangen am hinteren Ende des Floßes an, damit die Strömung die Stämme nicht wie einen Fächer auseinandertreibt. Jetzt muss man einmal achten, dass die Wiede der richtige Drall hat und vor allen Dingen, dass man das richtig zusammenbringt. Das heißt, das Holz so eng wie möglich aneinander liegt. Und dann natürlich einen Knoten macht, wo auf Zug nicht aufgeht. Und das ist eigentlich die Kunst. Ja. Und jede Wiede ist anders. Warte mal, zudrehen. Und jetzt. Jetzt habe ich den da. Jetzt müssen wir vielleicht dahinter durch. Dann ab. Hebst du mal so. Ja. Oh, nein, oder? Ja. Und dann wird der erste, glaube ich. So, fertig. Ja, er ist fertig. Gut. Da ist schon schön stramm beieinander. Die nächste Wiede. Jetzt kann ich das alles drehen. Dabei müssen die Verbindungen so eng wie möglich sein, damit die Flößer bei der Fahrt nicht den Fuß zwischen die Stämme bringen. Eine von vielen Gefahren beim Flößen. Die Bäume sind so angeordnet, dass das Floß am Ende eine leichte Keilform hat.
Die dünnen Enden der Stämme vorn in Fahrtrichtung, die dicken hinten. Diese Arbeit machten früher tausende Flößer. Erst der Ausbau des Eisenbahnnetzes und die Erschließung abgelegener Gegenden durch den Straßenbau drängte die Flößerei zurück. Ja, genau. So, gut. Gut, fertig. Das können wir mal so lassen. Dann nehmen wir den nächsten. Was denn? Da fahrst du mal da rein. Das ist gut. Ich drücke nochmal ab. Genau. Jawohl. Oder zum gleichen Loch da haben wir raus, genau. Jawohl. Gut, das zieht es durch. Gut, jetzt ist es gut. Guck mal, jetzt hast du draufgezogen. Hm? Aber jetzt haben wir noch einer. Ja, ich denke. Der Vorteil ist für diesen Ding, dass man die nach der Ende der Floßreise, nach dem Verkauf des Floßes, dann einfach mit der Axt abstecken, dass es Brennholz ist, dass man sie nicht mehr zurücktragen muss. Ja? Und letztendlich eine sogenannte Einwegverbindung ist. Ja. Ja. Dann hat man das halt gut, oder? Dann gucken wir vorne nochmal alles genau nach. Ja. Verbunden wird das Floß, das Gestör, mit dem bereits fertiggestellten Lenkfloß, dem Vorplätz. Ein System, das sich fast beliebig verlängern lässt. Bis zu 50 Gestöre können hintereinander gebracht werden. Auf dem Rhein wurden die Flöße früher dann mit anderen vereint. So entstanden schwimmende Dörfer für den Holztransport. Das Floß. Eine Einheit aus Transportmittel und Rohstoff. Genial und doch so einfach. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.